Wir befinden uns direkt neben dem Potsdamer Platz und sind direkt hier auf dem Kulturforum und sind sozusagen an der Schnittstelle zwischen dem ehemaligen Ost- und Westteil. Das heißt, die Philharmonie, die 1960 gebaut wurde, hat in der Zeit verschiedene Standorte erfahren, weil sie war zu dem Zeitpunkt im Stadtzentrum und ist dann 1961 durch den Bau der Mauer halt an den Stadtrand gedrückt worden. Die Philharmonie ist ein Konzertsaal, das heißt eigentlich wahrscheinlich einer der bekanntesten oder berühmtesten Konzertsäle der Welt. Es gibt viele Architekten, die sich mit ihren Entwürfen für neue Konzertsäle auf diesen Konzertsaal beziehen. Ich erinnere zum Beispiel an die Philharmonie, die in Hamburg gebaut wird, oder in Dänemark zum Beispiel. Die Innenräume von neuen Konzertsälen beziehen sich ganz klar eindeutig auf die Struktur dieses Gebäudes. Im Berliner Volksmund heißt das Gebäude Circus Karajanni, also von Herbert Karajan, der lange Dirigent war, auch eigentlich ein großer Unterstützer des Gebäudes gewesen ist. Und auch, weil es wie ein Zirkuszelt aussieht, also weil es eine extreme Leichtigkeit hat nach außen hin und eben nicht diese Monumentalität wie viele Kulturbauten. Und man muss dazu natürlich verstehen, dass das in der Nachkriegszeit eins der ersten großen Solitärbauten gewesen ist, wo man natürlich eigentlich alles Monumentale verboten hatte nach dem Zweiten Weltkrieg. Und es war der erste behutsame Versuch, irgendwie so etwas umzusetzen. Und man merkt, dass außen sich alles in verschiedene Teile gliedert, aufgefaltet wird, aufgespannt wird. Und es aber gar keine Schwere hat, aber trotzdem eine extreme Präsenz. Also eine Form von Monumentalität, die nicht schwer ist, was sehr ungewöhnlich ist. Das wird unterstützt durch die Materialität der Fassade, durch diesen Goldfarbton, der reflektiert, der in der Sonne glitzert, der trägt auch erheblich zu der Leichtigkeit bei. Und die große Idee, die Sharon hatte für die Entwicklung dieses Raumes, war, dass er sagte, dass die Menschen, wenn sie zusammenkommen, um Musik zu hören, einen Kreis bilden. Und das Naheliegendste für einen Konzertsaal auch sei, dass die Musik in der Mitte ist und die Menschen außenrum sitzen. Und so ist ein Saal entstanden, in dem die Bühne nicht ganz, aber fast mittig ist, am tiefsten Punkt. Und die Sitzreihen steigen auf von diesem tiefsten Punkt aus ein bisschen wie eine Art Landschaft. Also man hat so etwas wie Hügel. Man sieht die Reihen, man sieht unterschiedliche Unterteilungen von verschiedenen Feldern, die aber gar nicht orthogonal sind, die man auf den ersten Blick, wenn man reinkommt, gar nicht richtig versteht. Es entsteht aber ein großes Gefühl der Gemeinsamkeit und des gemeinschaftlichen Erlebens und Hörens von Musik. Also der Raum selbst ist sozusagen die Funktion, der Raum ist die Musik, könnte man sagen. Im Grunde genommen hat er das geschafft, was ganz viele versuchen, eigentlich wenn die Massen rausströmen aus dem Saal, um dann in einer Pause zusammenzustehen und sich beim Sektglas zu treffen, dass die an verschiedenen Ebenen geteilt sind und sich gegenseitig sehen können. Das heißt also, dass auch das Pausenerlebnis ist ein großes räumliches Erlebnis, genauso wie der Konzertsaal. Ne? Also ich glaube, dass die Idee von Raum im Verhältnis zur Musik ausschlaggebend war, aber auch irgendwie das Raumerlebnis als der abendliche Besuch eines Konzerts. Vielleicht kann man zu der Pausensituation noch hinzufügen, dass das eine große Ähnlichkeit hat, zum Beispiel mit der Royal Festival Hall in London, die aber viel mehr orthogonal aufgebaut ist. Und das Erlebnis hier einer Pause ist das eines Spaziergangs in der Landschaft. Was dazu auch großartig beiträgt, sind die runden Glasscheiben, das sind Glaskunstwerke, in denen, wenn man im Sommer in die Philharmonie geht, das Abendlicht
zu sehen ist und die ganz wunderbare Lichtspiele im Innern des Raumes machen. Diese Farben, diese ganz kräftigen Farben findet man wieder in Charoons Aquarellen. Er hat Hunderte und wahrscheinlich Tausende von Aquarellen gemalt in der Zeit, wo er nicht bauen konnte, in denen er nach unterschiedlichsten Formen sucht. Also er hat ein Vokabular von Formen sich erarbeitet, was, glaube ich, seinesgleichen sucht. Es gab sehr viele wunderbare expressionistische Ideen, aber kaum jemand hat sie gebaut. Das ist eigentlich eins der ersten expressionistischen Gebäude. Das ist natürlich kein Expressionismus mehr, aber er hat es geschafft, diese Dinge auch umzusetzen. Und ich glaube, diesen Mut, die Räume nicht nur zu denken, sondern auch zu bauen, den brauchen wir heute wieder.